Hallo und guten Tag. Heute bin ich unterwegs in Rezzonico. Ich möchte mir gern dieses kleine, verträumte Örtchen anschauen. Und wen das interessiert, der bleibe bitte dran. Wenn man auf der Uferstraße in Richtung Norden fährt, wird irgendwann der von einer Burg überragte kleine Ort Rezzonico sichtbar. Er liegt malerisch auf einer kleinen, felsigen Landzunge am Fuße des über 2100 Meter hohen Monte Bregagno. Die Uferstraße führt durch einen Tunnel um den Ort herum. Es lohnt sich auf jeden Fall, die Uferstraße zu verlassen, das Auto auf dem Parkplatz am Ortsrand abzustellen und den Ort zu Fuß zu erkunden. Rezzonico wird beherrscht von einer Burg aus dem 14. Jahrhundert. Sie war eine sogenannte Fluchtburg, das heißt, eine starke Mauer umschloss einen hohen Turm. Drohte Gefahr, konnten sich die Bewohner der Umgebung hinter diese Schutzmauern zurückziehen und dort eine gewisse Zeit ausharren. Die Burg ist allerdings in Privatbesitz und kann nicht besichtigt werden. Die engen Gassen und die steilen zum See abfallenden Treppen sowie die Bogendurchgänge sind charakteristisch für diesen malerischen Ort am Westufer des Comer Sees, der bislang vom großen Tourismusströmen verschont wurde. Geht man entlang der Burgmauer hinab zum See, kommt man an einem kleinen felsigen Strand heraus. Der Legende nach soll zu Beginn des 17. Jahrhunderts während der spanischen Besetzung Italiens ein gewisser Giovanni Antonio Ficano Burgherr in Rezzonico gewesen sein. Er war nicht sonderlich beliebt, herrschte mit harter Hand über die ihm untergebene Bevölkerung und soll auf dem sogenannten Recht Ius Primae Noctis, das Recht der ersten Nacht, bestanden haben. Bei der Heirat von zwei seiner Herrschaft unterstehenden Personen nahm er sich das Recht, die erste Nacht mit der Braut zu verbringen. Dieses Verhalten, so erzählt die Legende, war jedoch seiner Gesundheit nicht sehr zuträglich. Ein eifersüchtiger Bräutigam aus dem Dorf war mit diesem Recht des Burgherrn überhaupt nicht einverstanden. Er erschien zum vereinbarten Termin als Frau verkleidet und stieß dem lüsternen Despoten den mitgebrachten Dolch mitten ins Herz. Ob die Geschichte wahr ist, das lässt sich heute allerdings nicht mehr beweisen. Man soll jedoch nachts zu ganz später Stunde und bei Vollmond die Schritte des ermordeten Burgherrn durch die engen Gassen hallen hören. Wer das gern einmal erleben möchte, der sollte sich auf den Weg nach Rezzonico am Westufer des Comer Sees machen.